Nach all den Widrigkeiten, die wir in den letzten 2 Wochen erlebt hatten, fühlte es sich heute an, als wären wir bereits angekommen. Für die nächsten 2 Tage war Schwachwind oder Flaute angesagt. Nur noch ein Stück die Côte d'Azur entlang und wir würden den ersten Teil unserer Reise hinter uns haben. Das letzte Brot von vorgestern ist aufgegessen und heute gibt es ein neues. Unser Brot ist schön aufgegangen und kommt jetzt ins Backrohr. Dafür musst du mir das Gas aufdrehen. Ja, mach ich gleich. Wie man ein Brot an Bord mit dem Backrohr oder auch ohne richtig backt, den Link zum Video dafür gibt es in der Beschreibung. Gaffelring, ne, oder? Ein Blattbodenschiff, ein holländisches. Wir fahren gerade an der Hafenstadt Cassis vorbei. Was machst du gerade? Ich habe nichts. Nichts. Ich schau mir die Filmschnitzel von den Walen an. Oder die Filmschnitzel, wo ich gehofft hätte, dass die Wale drauf sind. Aber sie sind nicht. Sie sind aber schöne Wichtel. Nun, zumindest auf den Aufnahmen von der Osmo Pocket konnte man die Wale deutlich erkennen. Wir hatten viel über Kalanken gelesen und auch aus der Familie wurde uns darüber vorgeschwärmt. Kalanken sind tief eingeschnittene Buchten, die weit in das Land hineinragen und oft nur sehr schmal sind. Vielleicht war es sogar möglich, in einer der Kalanken die nächste Nacht zu verbringen. Der erste Blick in die Calanque de Port-Miou offenbarte, was ich bereits befürchtet hatte. Eine in der Hochsaison überfüllte und kommerzialisierte Bucht. Nicht ganz der Platz, den wir suchen, also machen wir eine Runde durch die Bucht und steuern die nächste an. Gleich ums Eck liegen die nächsten 2 Kalanken, doch auch hier das gleiche Bild. Zusätzlich noch ein deutlich ausgeschildertes Ankerverbot.
Die Steilküste entlang geht es weiter nach Cap Croiset. Von hier war es nicht mehr weit zu den Îles de Frioul, die ein paar Meilen außerhalb von Marseille liegen. Diese stark zerklüfteten kahlen Inseln haben rundherum viele Einschnitte und Ankerbuchten. Hier würden wir für die letzte Nacht am Meer fündig werden. Wir sind drüber. Wenn wir länger geblieben wären, hätte ich sicher versucht, Squib in einen dieser engen Einschnitte hineinzuparken. Doch für eine Nacht würde sich der Aufwand nicht lohnen und so bleiben wir einfach außerhalb und ankern auf 12 Meter Tiefe. Was gibt's heute zum Abendessen? Pizza. Schauen wir mal, ob wir den Teig da umbringen. Wie ein richtiger Pizzakoch. Ein Blech kommt raus. Und ein Blech kommt rein. Ups. Es ist 8:30 in der Früh, wir haben schon gefrühstückt. Die letzte Nacht hier bei den Îles de Frioul war relativ rollig. Durch die vorbeifahrenden Schiffe immer wieder Wellen aufgeworfen. Der Wind war so schwach, dass sich Squib quer zu den Wellen gelegt hat und wir deswegen die ganze Nacht geschaukelt haben. Bis zu unserem heutigen Etappenziel, Port St. Louis an der Rhône-Mündung, sind es von hier aus etwas mehr als 20 Meilen. Die Windvorhersagen sind so wie gestern sehr schwach, also nur schwacher Südwind mit maximal 5 Knoten. Das Blisterwetter, das vorgestern angesagt wurde, ist somit wieder mal abgesagt, aber besser schwacher Wind von Süd als Mistral von Nordwest. Ein letzter Blick noch in die Calanque de Morgierie, meiner ersten Ankerbucht vor mehr als 17 Jahren als allein verantwortlicher Skipper. Ich erinnere, das war am Atlantik auch so, gell? Ja.
ist jetzt ganz plötzlich dichter Nebel eingefallen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Meer hier nur knapp 20 Grad hat und warme Luft aus dem Süden herströmt und sich hier abkühlt und die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Und deswegen haben wir jetzt genauso wie das Kreuzfahrtschiff, das uns gerade passiert hat, unser Nebelhorn ausgepackt, damit unsere Position anderen Schiffen bekannt sein kann. Ganz schön laut, zumindest hier im Cockpit. Wir schlackern die Uhr. Mir kommt vor, wie wenn ich irgendwo einen anderen Motor hören würde. So 5,5 Meilen bis zum Abbiegen. Fischer, oder? Da sind jetzt eine Fischerboje. Ja. So ein Stabel und ein Ja. Fähnchen. Was machst du da? Ich schaue, wo im Nebel irgendwelche Schiffe vor uns auftauchen. Einen Frachter habe ich schon gefunden, aber der war nicht zu übersehen. Wir haben jetzt noch knapp 5 Meilen, bevor wir die Landzunge passieren, wo wir dann dahinter nach Westen abdrehen und die Einfahrt von Port St. Louis ansteuern werden. Ich hoffe, dass sich bis dahin der Nebel ein bisschen mehr hebt. Diese Landzunge ist nämlich ganz flach und dahinter das Meeresgebiet ist auch ganz flach. Es gibt einen ausgehobenen Kanal dann, aber den muss man natürlich finden. Und wenn man die Tonnen nicht sieht, weil die Sichtweite jetzt maximal 200 Meter ist, wird es schwierig. Vor einigen Jahren ist an der Landzunge eine Ketsch gestrandet und liegt jetzt noch hier. Hinter uns liegt noch das große Nebelfeld, das uns eigentlich seit dem frühen Vormittag eingehüllt hat. Ja. Vor uns der Einfahrtsturm nach Port St. Louis. Jetzt sind es nur noch 2 Meilen, bis wir das Hafenbecken neben der Rhône erreichen.
Wir legen an der Westseite des Hafenbeckens an und buchen im Marinabüro für die nächsten 3 Tage um 109 € einen Liegeplatz. In der nächsten Folge wird Squib auf ein Flussboot umgebaut und der Abenteuertrip quer durch die Flüsse und Kanäle Europas beginnt.